Hi Leute, willkommen bei Dragomir baut. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Und heute das Thema ist, wir bauen uns einen kleinen Wurfhammer. Schablone habe ich mir schon gemacht. Und dann zeige ich euch mal, wie man sowas halt baut. Könnte für den einen oder anderen, der vielleicht ein Schmied oder sowas spielt, auch interessant sein, da ihr was habt und den Leuten dann an den Kopf zu schmeißen. Natürlich nicht wirklich an den Kopf. Ihr wisst ja, Kopftreffer. Ne? So. Dann hoffe ich mal, das Thema interessiert euch. Dann sehen wir uns jetzt, wenn ich das Ding baue. Wir sehen uns. So Leute, dann wollen wir mal anfangen. Und zwar, die Pappschablone hatte ich mir ja schon gemacht. Habe ich einfach so eine grobe Hammerform genommen. Ja, könnt ihr euch ja selber malen, wie ein Hammer aussieht, weiß ja jeder. Kann man auch verschiedene Formen. Habe jetzt ein Reststück genommen. Das ist glaube ich 24 mm. Kann man natürlich auch aus 10er Matten machen. Ja, so. Laut Zollstock ungefähr 23 mm. Na, ist egal. Ich habe das jetzt genommen, damit wir das Ganze aus einem Teil machen können. Gehe jetzt erstmal hin, mache die Umrisse auf die Matte drauf. Wie gesagt, könnt ihr auch aus 10er Matte, dann müsst ihr halt 2 oder 3 übereinander kleben. Oder halt 2 für den Griff und so. Ihr könnt da natürlich auch noch irgendwie Fliegengitter oder was auch immer reinkleben, damit das Ganze stabiler wird. Bei der Dicke jetzt hier, dann brauche ich nichts einzukleben. Das hat halt den Vorteil. Ne? Aber das ist dann halt, kann man verschieden angehen. So, dann haben wir das Ganze jetzt schon mal aufgemacht. Gehen wir hin. Schneiden das Ganze erstmal so weit aus. So, Reststücke übrigens könnt ihr dann behalten. Da kann man dann wieder, wie ich schon mal ein Video von gemacht habe, wieder so für Vampire so Holzflöcke oder sowas rausschnitzen. Oder aus den Teilen hier kann man noch Pyramiden mieten oder sowas draus machen. Das kann ich euch auch mal bei Gelegenheit zeigen. Das ist eigentlich auch relativ simpel. So. Das Ganze noch aus. So, schon hält man dann die Hammerform. Das Ganze kann man dann noch ein bisschen schleifen. Das mache ich dann auch gleich. Und das wird dann halt ein Wurfhammer. Den Kopf kann man noch ein bisschen dicker machen. Da kann man halt noch ein bisschen Matte aufkleben. Muss man jetzt nicht unbedingt, kann man aber machen. Ich glaube, in dem Fall werde ich das so ja noch machen, damit sich das ein bisschen abhebt vom Rest. Aber schauen wir mal. Prinzipiell könnte man das bei der Dicke auch ohne machen. Da müssen wir halt den Stiel ein bisschen abändern. Wie ihr seht, das Ganze ist halt relativ steif, weil das halt relativ dick ist. Ja. Bei anderen Sachen, wenn er dann mit 10er Matte macht, würde ich dann in der Mitte noch was Fliegengitter oder Leder oder halt ein Kabelbinderstück einkleben. Also ich habe hier gerade einen liegen, also quasi so die Dicke dann so nicht bis ganz in den Kopf rein, aber so, ja, das Ganze dann auch noch was. Aber das müsst ihr dann wissen oder gucken, wie es halt dann von der Steifigkeit ist. Also das hier ist eigentlich ganz gut, der Stiel ist auch nicht so lang, damit kann man halt arbeiten. So, dann sehen wir uns dann gleich wieder. So Leute, ich habe mich jetzt doch entschlossen, den Hammer relativ simpel zu halten. Ich werde den jetzt, habe hier noch 2 Linien gemacht, damit der Kopf gerade ist. Ich werde den jetzt hier so ein bisschen die Kanten mit dem Messer brechen. Ich versuche ihn einfach mal relativ simpel vom Bau zu halten. Also, dass man da nicht so viel kleben muss. Wie gesagt, ist halt eine dickere Matte, ansonsten müsst ihr halt mehrere Matten übereinander kleben. Also im Zweifelsfall 2 Zehner. Könnt ihr auch noch was in die Mitte reinkleben zur Stabilisierung, aber das liegt dann an euch, ob ihr das macht oder nicht. Das ist dann wie ihr mögt. So.
schneide jetzt wieder nur das Gröbste weg, den Rest den macht man dann später mit dem Schleifen. Jetzt bin ich hier hingegangen, mache hier nochmal so 45 Grad. Muss man dann halt gucken, vielleicht noch ein bisschen mehr, weil das ist schon ein bisschen breit wieder der Griff. Irgendwie tendiere ich immer zu breiten Griffen, aber wenn der jetzt liegt er schon halbwegs. Oh, ich habe noch Latex an den Fingern, sag doch was, Leute. Das ist immer, wenn man vorher schon was anderes gedreht hat. Naja, ist egal. Sieht man wenigstens, dass ich was tue. So, pass auf, Leute. Das hier schleifen wir dann. Das hier auch noch so ein bisschen. Und dann gehen wir jetzt hin, weil das ja hier genauso hoch ist wie der Rest vom Stiel. Und das soll ja so ein bisschen aussehen, als wenn der Holzstiel da rein ist. Dann machen wir von oben so ein bisschen Schnitt rein. Und dann tun wir das so ein bisschen vertiefen. Nicht zu viel. Ja. Dass man sieht, dass das so ein bisschen noch vom Hammer da ist. Der Stiel dann quasi da drinnen ist. Das machen wir dann rundherum. Dass das so ein bisschen alles gleichmäßig ist. So, jetzt haben wir hier so ein bisschen was eingemacht, ne, dass man halt so ein bisschen Vertiefung hat, dass das so aussieht, als wenn. Dann kann man natürlich noch hingehen. Guckt dann von der Höhe, was das ungefähr hat, beziehungsweise die Breite vom Hammer. Könnte man natürlich dann hingehen. Ich habe jetzt mal so ungefähr Pi mal Daumen dann quasi hier diese Kante verlängert hier hoch. Ne? Also, dass ihr das seht, ungefähr. Also Pi mal Daumen. Dann kann man natürlich hingehen und hier dann auch noch so ein bisschen was machen. So ein bisschen Oval. Dass das dann so ein bisschen nachher aussieht. Als wenn man dann da so ein bisschen Holz, dann kann man dann mit dem Lötkolben hingehen und das noch so ein bisschen einbrennen. Ja, also so eine Linie. Das machen wir gleich auch. Ich mache das erstmal an, dass der heiß wird, und in der Zwischenzeit werde ich dann erstmal das Ganze ein bisschen schleifen. So Leute, dann haben wir jetzt quasi den Kopf schon mal geschliffen. Jetzt gehe ich hin, nehme ein Stück Schmirgelpapier, das ich ein bisschen zusammengeknautscht habe. Ne? Also das ist eigentlich ein Stück von hier, ne? Also was ich schon mal benutzt habe. Und dann gehe ich hin und schleife damit nochmal so hier so durch. So, das sieht schon mal gut aus. Der liegt doch gut in der Hand. Na? So, gucken wir mal, wie weit der Lötkolben ist. Oh, sieht gut aus. Er ist heiß hier noch. Dann geht er so ein bisschen hin. Spitze vom Lötkolben. Geht erstmal so gerade einmal rund, ein paar Mal. Und dann macht das noch so ein bisschen so eine leichte Schräge rein. So. Jetzt habe ich keine Lust, den Heißluftföhn anzumachen. Kann man natürlich dann mit dem Lötkolben auch glätten. Die Stellen, wo er gerade geschliffen hat. Geht er einfach kurz drüber. Geht auch. Ja, also nur so als kleine Info. Habe ich früher nur so gemacht.
Aber mit dem Heißluftföhn ist es einfach angenehmer, weil man eine größere Fläche relativ schnell damit halt machen kann. Also jetzt nur so als kleine Info. So. Dann machen wir den Lötkolben aus. So. Der Rohling ist jetzt soweit fertig. Wie gesagt, ist jetzt nichts Großartiges. Soll jetzt nur ein ganz schlichter Hammer werden. Wie gesagt, den Kopf kann man noch ein bisschen breiter machen oder was auch immer. Hätte man jetzt noch eine 3er oder 5er Matte auf beiden Seiten draufkleben können. Aber ich wollte es einfach mal ganz einfach halten. Wenig Material, wenig Aufwand, schnell gemachtes Teil. Und soll dann halt auch halbwegs noch schick aussehen. Ja? So, dann fangen wir mal an, das Ganze noch zu pinseln. Und zwar gehen wir wieder hin. Ich nehme mal wieder ein Kördelchen. Ja, Schleife zum Festziehen. Oben dann wieder was zum Reinmachen. So, dann brauchen wir noch was Latex. So, mal schauen. Habe ich schon noch irgendwo einen Schwamm rumfliegen heute? Natürlich wieder nicht. Naja gut, ist auch nicht schlimm. Dann habe ich noch ein Stück Leder. Dann ist das Schöne bei dem Teil. Gut, die Farbe, die war jetzt noch nicht trocken von den anderen Sachen, die ich vorher gepinselt habe. Aber das Schöne ist, wenn er trocken ist, geht man mal ein paar Mal drüber und dann ist das ganze Ding wieder sauber. Kann man 1000 Millionen Mal benutzen. So, fangen wir mal an. Machen wir wieder wie immer so 3/4 Taktik. Nicht wundern, hier oben, das lasse ich erstmal noch nicht, da mache ich noch keine Farbe rein, weil ich das noch nicht so tief gemacht habe. Das ist immer bei Latex immer so ein bisschen ein Problem, wenn die Vertiefungen, da hat man die ziemlich schnell zugeschmiert. Deshalb erst so später dann am besten so ein paar Schichten reinmachen. In der Vertiefung kann eigentlich nicht viel passieren. Ne? Und es sieht nachher halt auch besser aus, als wenn das Ganze dann zu tief ist. Weil um das Ganze auszugleichen, müsste dann quasi wieder ziemlich tief das einbrennen. Und das ist auch nicht immer so toll. So. Ihr seht, das geht wieder ratzfatz. Ja. Schichten sind relativ dünn. Trocknet eigentlich auch relativ schnell. Vielleicht ein bisschen langsamer, als wenn er mit dem Pinsel macht. Aber wie gesagt, und das ist halt ein bisschen Übungssache. Ne? Ich mache jetzt schon ein paar Jährchen. Also ich habe da schon ein bisschen Übung. Sieht leichter aus, wie es ist. Aber ist kein Hexenwerk. Ein bisschen Übung kriegt er da auch hin.
So, den Rest lassen wir mal ohne wieder. Gehen wir mal erstmal wieder. Gut, das Ding ist aufgegangen. So. So Leute. Und dann wird das Ganze erstmal wieder aufgehangen zum Trocknen. Da ist ein bisschen Fussel dran. So. Ne? Dann kommen dann wieder so 6, 7 Schichten drauf. Mal gucken. Und dann sehen wir uns wieder, wenn die schwarzen Schichten drauf sind und ich mit der richtigen Farbgebung anfange. Also bis später. So Leute. Schwarz ist jetzt soweit trocken. Sieht schon mal gut aus. Dann gehen wir jetzt hin und machen das langsam schon mal so ein bisschen hübscher. Und zwar gehen wir jetzt erstmal hin, machen wieder eine Schicht schwarz drauf. Also auf den Stiel. Dann nehme ich mal wieder hier meinen Hightech-Pinsel. So Leute, schwarz ist jetzt soweit drauf. Dann gehen wir hin, machen wieder so ein bisschen mit dem Kamm. Wie gesagt, muss man jetzt nicht mit dem Kamm machen. Kann man auch nachher nur mit dem Schwamm oder mit Pinsel nachher machen. Aber ich mache es halt gerne immer so ein bisschen. So. Immer so ein bisschen leichte Wellenform, dass das nicht so ganz gerade alles ist. Und wenn ihr dann zufrieden seid mit dem Ganzen, dann lasst das dann trocknen. So, das Ganze hängen wir jetzt wieder auf und lassen das erstmal wieder trocknen. Und dann fangen wir an mit der Farbgebung. Dann sehen wir uns wieder, wenn das Schwarz hier trocken ist. Wieder eine Kordel dran machen. Ein bisschen frickelig diesmal, weil ich da ein bisschen den Kopf ja jetzt so mit bis oben hin, aber das müsste so gehen. So, wird das Ganze wieder weggehangen und dann sehen wir uns halt, wenn das Schwarz trocken ist. So Leute, das Holz hier, was wir mit dem Kamm gemacht haben, ist soweit jetzt trocken. Dann gehen wir mal hin, nehmen uns braun. Erstmal bei mir wieder einen dunkleren Ton, wie gesagt, das ist dann immer neu. Kann man dann aber auch später noch heller machen, aber das ist eure Sache, so wie ihr da gerne mögt. So. So, das Ganze haben wir jetzt erstmal so ein Braun. Wenn hier so ein bisschen was ist, ist nicht schlimm. Das soll ja ein Wurfhammer werden, dann wird es halt ein bisschen Rost. Ist auch nicht schlecht. Und wenn das schön dünn drauf macht, dann trocknet das relativ schnell. So, ne? Ein bisschen ungleichmäßig, dass ab und zu noch ein bisschen was das Schwarz und so rauskommt. Nur halt nicht zu dick drauf. Schon, dass das braun ist, aber halt nicht zu dick. So. Dann lassen wir das Ganze jetzt wieder irgendwo abhängen. Tun wir wieder auf die Seite. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir den nächsten Braunton drauf machen. Bis gleich. So Leute, das dunkle Braun ist jetzt erstmal trocken. Und da ich noch Silber von dem Katana habe, ich sonst wieder alles antrocknen lassen und wegwerfen muss, gehe ich jetzt erstmal wieder hin. Und werde jetzt noch ein bisschen hier den Hammerkopf machen, bevor ich dann mit einem hellen Braun weitermache. Ich sehe gerade, hier oben hätte ich auch noch ein bisschen braun machen müssen. Das mache ich dann jetzt gleich nach. Habe ich mal wieder eine kleine Stelle vergessen. Passiert. Aber das ist nicht schlimm, kann man noch nachmachen. So, dann schauen wir mal, wie wir das jetzt am besten machen. Nehmen wir hier das Teil. Groß braun. So. Und dann machen wir hier oben so ein bisschen damit. So.
Nehmen wir noch den Kamm. Ein bisschen vorsichtig drüber gehen. Das brauchen wir nicht noch so verteilen. Sieht nicht schön aus, aber selten. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal so. Das trocknet erstmal wieder. Und dann, wie gesagt, gehen wir noch mit dem hellen Braun drüber. Und vielleicht noch ein bisschen schwarz. Ich muss mal gucken, wie hell oder dunkel das Silber halt dann ist. Aber das scheint relativ dunkel zu sein. So Leute, dann machen wir mal bei dem Hammer hier weiter. Zwar ist der doch noch ein bisschen dunkel vom Holz. Gehen wir hin. Nehmen wir wahrscheinlich wieder viel zu viel. Latex. Ja. Ein bisschen Ocker. Wie gesagt, da wollen wir mal gucken, ob ich mir da noch einen anderen Farbton. Das ist irgendwie, ich finde es einfach zu gelblich. Gefällt mir noch nicht so. Ich hatte mal einen Ton, der hat mir viel besser gefallen, aber den kriegt man irgendwie nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr genau welcher Ton. Das war, weil ich die Dose weggeschmissen habe. Oder Flasche. Da muss ich aber noch mal gucken. Ja, das ist irgendwie noch so ein bisschen mir zu gelblich. Gefällt mir nicht so wirklich. So. So, das Ganze gut vermischt. Ja, ich glaube, diesmal ist doch, wird immer noch zu viel sein. Aber egal. So, nehme ich wieder irgendeinen alten Schwamm. Brauchen ja nicht viel dafür, nur die Rückseite ein bisschen. So, gehen wir wieder hin. Gehen wir da so ein bisschen dünn drüber. Wenn zu viel ist, wieder halt mit der trockenen Seite, wo keine Farbe drauf ist, ein bisschen drüber gehen. Und dann ist das wieder gut. So, das kann schon fast reichen. So, das tun wir mal hier. Haben wir hier noch irgendeinen anderen Schwamm? Ja. Dann nehmen wir noch ein bisschen Silber. Ich sag ja, also mit der Mischerei. Naja, egal. So. Setzen wir noch so ein bisschen was helleres Silber, dass das noch ein bisschen metallischer aussieht. Da oben hätte ich auch noch ein bisschen von dem Braun drauf tun können. Ich glaube, bei den Hammer werden wir noch ein bisschen mit Schwarz dann später wirklich drüber gehen. So, noch ein bisschen drüber bürsten. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wie ihr seht, da brauchen wir nicht wirklich so viel Silber für, nur so ein bisschen, je nachdem wie groß die Fläche ist. Also ein bisschen drüber. Wenn hier noch so ein bisschen braun ist, ist auch nicht schlimm, das sieht dann so ein bisschen aus wie Flugrost, wenn man da ein bisschen mit Silber drüber gegangen ist. So, dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal wieder ein bisschen trocknen. Obwohl, wenn ich dazu sehe, ich glaube, da braucht gar kein Schwarz, nur so ein bisschen drüber. Na, das lassen wir so. Ist zwar wieder ziemlich dunkel dann, aber sieht schon ganz gut aus. Ein, zwei Stellen muss ich noch ein bisschen mal drüber gehen. So. Wenn doch ein bisschen zu dunkel ist.
Aber das ist wie gesagt Geschmackssache, ob man es halt heller oder dunkler haben will. Das liegt dann an euch. So, hier gehen wir noch ein bisschen was drüber. So. Sieht gut aus. Lassen wir so. Das hängen wir jetzt wieder auf. Lassen wir trocknen und dann kommt dann der Topcoat drüber. Dann sehen wir uns dann, wenn der Topcoat drauf ist. Bis später. So Leute, der Wurfhammer, der Topcoat ist jetzt trocken. Na, wie ihr seht, funktioniert gut. Da knackst und knirscht auch nichts. Ne? Ist jetzt nicht das tollste Ding. Hätte man natürlich noch ein bisschen schöner machen können, auch eine andere Form. Aber ich sag jetzt mal, für einen Wurfhammer, den man irgendeinen in den Kopf schmeißt, ähnlich wie so ein Wurfmesser, reicht das dicke. Ne? Ich denke mal, das Ganze ist ganz okay geworden. Wie gesagt, ich wollte doch simpel halten, damit da doch jeder, der nicht so viel Ahnung hat, nachbauen kann. Ja, das wäre dann soweit mal wieder von mir. Ich will jetzt aber auch keinen Test machen, dass ich dann wieder irgendeinem Kameramann oder was das Ding an den Kopf schmeiße und dann wieder auf mir Wissen habe. Dann hoffe ich mal, das Video hat euch auch wieder ein bisschen inspiriert, wieder was Eigenes zu bauen. Dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Projekte. Kommentare, Likes, Abos. Wir gehen langsam auf die 100 an. Freue ich mich schon tierisch drauf. Mal gucken, vielleicht gibt es dann auch ein extra Video. Mal schauen. Ja, dann sehen wir uns in einem der nächsten Projekte. Wir sehen uns.